Hallo, hier sind wir wieder. Der Dude. Der Wanker beim Abwankern. Genau. In MfG Solid. MfG Wänker. Wie ihr sehen könnt, sind wir jetzt im Loading Screen. Nach knapp 3,5 Stunden. Und du könntest den Knopf drücken. Ja, ich erzähle erstmal. Da kriegst du die schöne Atmosphäre. Ja. Haben wir gerade, falls ihr euch noch erinnern könnt, oder falls ihr gerade erst die letzte Folge gesehen habt, das Schiff, Den Wanker versenkt. Den Tanker. den Tanker, Mhm. der ist damit untergegangen. Und wir auch. Ja, und jetzt werden wir mal gucken, wie es weitergeht. Hoffentlich. Ah. Computer und Atombomben. Snake, do you remember the sinking of that tanker 2 years ago? Of course. Terrorists blow a hole in an oil tanker full of crude barely 20 miles off the shore of Manhattan. Your classic nightmare. It didn't take long for the government to put an oil fence around the whole mess. And then that massive offshore cleanup facility went up inside. The big shell. I hear the cleanup isn't quite over yet. It takes time. But in the meantime, the shell's become a landmark, a symbol of environmental protection. Calling teams Alpha and Bravo. Deploy at the big shell as scheduled. Approximately 6 hours ago, the big shell was seized by an armed group. Do we have an ID? Former members of the Navy SEAL Special Anti-Terrorist Training Squad Dead Cell. Russian private army members may also be involved. It's a highly trained group and they have the big shell under complete control. Come in from downwind and pull fast. Get ready to fast rope down to Shell 1. 5 minutes to ETA. Alpha, your top priority is to rescue and safeguard the President. Team Bravo, watch out for Stillman's back and get those C4s disarmed. What are their demands? $30 billion. $30 billion. What makes them think they can get that much? There was a government-sponsored tour going on at the big shell that day. Hostages, huh? A VIP from one of the major conservation groups, and one from our own government. The most important person in a sense, The most important person? James Johnson. The president? Unless the demands are met, the terrorists intend to blow the big shell out of the water. And the crude will ignite, turning the Manhattan Harbor into an inferno. That's not the worst-case scenario. If the chlorides being used to decontaminate the seawater go up with the oil, toxins containing catastrophic levels of dioxins will be released. In other words, the bay's ecosystem will be wiped out, and the sea will turn into a toxic soup for centuries, becoming the worst environmental disaster in history. You have 2 mission objectives. 1, infiltrate the offshore decontamination facility Big Shell and safeguard the president and other hostages. And 2, disarm the terrorists by any means necessary. Rain? You should know that SEAL Team 10 is also conducting a rescue operation. Der ist lange Arbeit. Is this a joint effort? No. Foxhound remains a covert body. Don't alert them to your presence. That is an order. This is Snake. I'm now inside Strut A of Shell 1. How are things? We're in luck. Looks like there are no sentries posted here. What's the visibility? The lights on the plant struts are functioning. I won't have to use the IR goggles. Any problems? There was a brand new hole cut through the oil fence. There's someone else besides me that wanted to get in badly. That's not possible. What about SEAL Team 10? They landed on the roof of the Big Shell as planned. And by the way, Snake, we're changing your code name for all following communication. What's wrong with Snake? Just a precaution. You are now designated Raiden. All right, Raiden. You've already covered infiltration and VR training. I've completed 300 missions in VR.
I feel like some kind of legendary mercenary. Okay, we'll skip that part. Make sure nobody sees you. If you need to, contact me by codec. The frequency is 140.85. When you want to use the codec, push the select button. When we need to reach you, contact you, the codec will beep. When you hear that noise, press the select button. The codec's receiver directly stimulates the small bones of your ear. No one but you will be able to hear it. All right. I'll contact you if anything changes. First, make your way to the upper section of the big shell. How do I get up to the next level? There's an elevator at the far end of that area. Use that. Sounds good. Your new sneaking suit uses electrofiber technology, a byproduct of fiber optics research. The texture isn't far removed from rubber, but the material protects against a wide range of toxic substances. The suit itself has a wide array of built-in sensors. It is referred to as smart skin in military R&D. Data about damage to different regions of the body, including blood loss, is exchanged between the suit and the intravenous nanomachines to create a feedback system. There's a lot of pressure on my torso. Relax. The suit applies varying pressure to major internal organs to maximize performance and safeguard their functions. They call this the skull suit in Foxhound. Skull suit seems appropriate somehow. The hatch with a circular handle will open into the elevator area. Locate the hatch first. Copy that. Moving on to main mission objectives. Alright, damit sind wir in-game. Ja, wie ich mir dachte, dass wir jetzt mit Ryan spielen, hat man halt schon an den Haaren vielleicht vermuten können. Ryan, unter dem ursprünglichen Codenamen Snake. Ja. Ja, Snake hätte es ja auch gar nicht sein können. Snake ist ja nicht mehr beim Militär. Wusch. Tricks. Das hat Style. Warum so der widerliche Käfer an der Wand? Voll geil. Der Fuck. Ganz schön heftig. Ah, ist schon lustig. Ryan hat Tricks, wie man sieht. Noch mehr Käfer. Aber der Anzug ist ja auch nicht schlecht, oder? Also das drückt auf die Organe um mehr Leistung. Und das kennst du ja schon irgendwoher. Vor allem da der Ass. Naja, der sorgt nicht unbedingt. Ja, für ein bisschen Mach die Schränke auf. Die Spinde hinter dir. Komm ich da rüber? Oder vielleicht eine Restauration. Ja. Oder vielleicht kommt es auch außen rum. Ich würde sagen, du kriegst unten durch, dass Ja, hier dann aber ich glaube, dann komme ich noch nicht darüber, oder? Aber versuch die Spinde aufzumachen, bevor du weggehst. Achso, Die da. stimmt. Nope. Ah, so ein hübsches blondes Haar. Oh, wir haben auch eine Ration. Ich wollte gerade überlegen, hat er unsere Ration von Snake übernommen? Nee, ich habe gerade geguckt, wir haben nichts. Ah, Wie er sich hinschmeißt. Aber ja, die letzten 300 Einsätze hat er noch nicht mit uns gespielt. warte mal, rechts, da war die Ration. Ja, da war ich doch auf dem Weg. Ich habe geguckt, ob hier irgendwas in der Gasse liegt. Ja, wie gesagt, die letzten 3 Einsätze waren noch ohne uns. Also Raiden, das scheint aber Raidens erste Mission zu sein, weil er bisher bloß Feuertraining gemacht hat. Das ist schon richtig. Ja, das war's auch schon hier. Ja, da ist kein Durchkommen. Da warst du erst rein, rechts von dir war vergittert. Geradeaus, also nur. War das links von dir? Aha, Super. die Tricks. Ja gut, du hast ja oben noch die Tür, an der du drehen kannst, so ist ja nicht. Jupp. So schaut er aus. Hat er gerade irgendwer gebrüllt? Okay, das hat er jetzt automatisch gemacht. Was jetzt? Das ist neu. Colonel, I've sighted an enemy sentry. AN-94 and a Makarov.
Those grenades, all his equipment is Russian-made. Must be a Galukovich man. Gralukovich? A Russian private army that was in line to work with the Shadow Moses takeover group 4 years ago. What's their stake in this one? They must have made a deal, an arrangement with the terrorists. They become a band of mercenaries, an army without a country. Okay, also die Leute von Shadow Moses, die Soldaten sind auch wieder am Start. Shadow Moses war ja die Ereignis aus dem ersten Teil. Und Galukovichs Truppen. Die wir auch schon im Intro gesehen haben. Die mir aufgefallen ist, wir haben gerade kein Radar. Das stimmt. Oh Gott. Vielleicht haben wir kein Radar. Na gut, sagen wir so, mit den neuen Features ist das auch in Ordnung. Mit diesem Stealth-Anzug. Mal gucken, wie gut er wirklich ist. Kannst du Leute auf die Schulter tippen und die sehen ihn nicht. Solid Cock. Colonel, there's definitely another intruder in here besides me. That's not a possibility. Not a team. Looks like a solo job. One man. We may not know who he is, but he managed to take care of every sentry in the area. They're all out cold. Whoever he is, he's got some skills. We need to get an ID. But for now, you can take advantage of the situation and get to work. There's a terminal in front of the elevator. A node. Did you say nerd? Not nerd. Node. Oh, Use the node to gain access to the Big Shell's facilities network. then what? Pull up the map of the structure. That'll let you activate the Soliton radar. The Soliton radar? True. That radar came in useful during VR training. A radar system uses biological magnetic fields as input. These estimated enemy positions are projected onto a map according to reference points collected via GPS signals and field personnel reports. We need to get to the map through the Big Shell's node to put this data processing to practical use. The node unit is about 3 feet high, should be colored blue. Each area has at least one. How do I gain access? Just push the action button in front of the node. The nano machines in your body will take care of the security clearance and allow you access to the node. Complete the procedure before those sentries gain consciousness. If they spot you, you won't be able to gain access for a while. Stay on guard. Got it. Also das Prinzip ist schon mal sehr interessant, dass wir den Radar-Stage erstmal freischalten müssen. Na, hier sind alle K.O. Hast du ja schon gesehen, Snake hat ja aufgeräumt. Jo. Aber was meintest du mit Stealth-Anzug? Du meinst Stealth? Die haben doch gesagt, dass das ein Stealth-Anzug ist. Ja klar, aber du bist nicht unsichtbar, sondern es ist einer, der dir hilft, unerkannt durchzukommen beim Ich Schleichen. meine ja, wie nützlich der halt an dem ist. Ich denke, das war nur Flavortext. Der wird im Game überhaupt nicht viel ändern. Ja, vielleicht bist du ein bisschen leiser und die haben weniger Range oder so. Will einstellen. Wird nur select, bevor es weg ist. Das geht nicht weg, oder? Doch. Beim ersten Teil ging es weg. Raiden, you won't be able to use any of the enemy's equipment. Why not? You should know that all active weapons are equipped with a personal identification system. The owner enters their required user ID information during the weapon registration or at the start of a mission. If anyone other than the registered user tries to fire the weapon, the ID system will not authorize the action. But these are black market Russian weapons. How can they be equipped with identification functionality? They must have been customized by the terrorists themselves. These are professionals we're dealing with, and they certainly won't let their own equipment be used against them. I'm guessing it's the same for the Navy SEALs gear? Right. How am I supposed to procure weapons then? Find the ones that haven't yet been individualized. Everything you find in the item box is clean. You should know this from your VR training. Okay, I know those. Items in the item box are yours to use at will. They will be your supply source with regards to weaponry and gear. Hey, das ist auch geil. Die Ausrede. Hey, warum kann ich einfach meinen Feinden die Waffen abnehmen? Ja, ist nicht. Haben sich ja fast schon Mühe geben für. Ja.
Gemein. Elektroschock durch den Touchscreen. Na, das funktioniert denn so nicht. Kojima. Oh. Du darfst einen Codename eingeben. Was sollen wir nehmen? Dude. Dude? Dude. Den neuen Dude. Ja, Dude. Wänker. Dude. Duders. Duder. Duder. Was ist der Phrase? Reicht. Ja. Germany. Was ist der Deutsche? Ah, mach mal lieber Germany. Ich weiß nicht, ob das negative Folgen hat. Ob die unsere Sprache dann in Ghanalesisch ändern. Ich glaube nicht. Vermutlich nicht, hast ja recht, aber Wir wollen doch nicht Deutsch sein. Jetzt kommen die manchmal müssen wir. Pass auf, jetzt kommen die nächsten Hater. Was, ihr seid Deutsche? Hätte ich nie von euch erwartet. Ja, die Einstellung, alles gut. Übergib dir mal kurz. Patrick, geh mal mich entlernen. Das soll er mal machen. Oh ja. Ja, nimmt halt eins. Fullscreen, Captions. Jo. Ist in Ordnung. Good work, Raiden. The radar should be functioning now. Remember your VR training sessions. The tool is exactly the same one. It maps the terrain as well as the position of enemy personnel. The bright dot in the middle is you, Raiden. The red dots are your enemies, and the blue cone shape represents their field of vision. Your radar isn't affected by the weather, but if you're discovered by an enemy, you won't be able to use it. It gets jammed easily, I'm afraid. It's all made from currently existing technology. You won't be able to use it in an area with strong harmonic resonance, so be careful. The Big Shell's layout map should now be available after touching the Start button. How do I save the mission data? I've set aside a proprietary frequency for saves, and an analyst to work on the data too. Jack, is everything all right? What are you doing here? Jack, can you hear me? Rose, you're not supposed to be involved. What's going on? Jack, I'm a part of this mission. Colonel, what the hell is going on? Raiden, meet the mission analyst. She'll be overseeing the data saving and support. Why her? The Foxhound analyst that was supposed to take part in this mission was in an accident. Rosemary was brought in as a replacement. An accident? And according to the files, she knows you better than anybody else. Rose may be in the service, but an intelligence analyst is no field officer. Not to worry. She has our technical staff at her disposal. She's never been a part of a field mission. This is insane. I have my own reasons for selecting her for this mission, soldier. Colonel, I fail to see... I know your VR training performance in and out, but sometimes that's not enough. You're familiar with the Shadow Moses incident? You know I covered it in VR. If there's a crucial tactical detail that case taught us, it was the power of the operative's will to survive. I was trained to fight. My personal feelings have no place in a mission. We've learned that it doesn't work that way. And on the field, you need all the help you can get. Jack, you're stuck with me whether you like it or not. Rose. You need someone to watch your back. But I have conditions that need to be met, Colonel. What is it? I'll perform my duties and save that mission data, but I'm aware that technically I'm not part of the mission control team. After all, I'm just a normal girl who's worried about Jack. But that means, Colonel, that I am not required to follow your orders outside of my immediate duties. Jack is not simply a field personnel for me to track. His safety comes first to me, not the mission. And because of that, I will be monitoring and keeping a record of every communication you have with him, Colonel. Given the circumstances, you're free to do what you see fit. Hey, I prefer this to being kept in the dark waiting. I'd like to make a request, if I may. Of course. His handle is Raiden. For the duration of the mission, could you call him that? Yes, sir. All right, Raiden. Let me know when you're ready to turn in a save. The proprietary save frequency is 140.96. I just switched frequencies. Jack, What? do you know what day it is tomorrow? April 30th. Is there something special about it? Isn't there? I can't remember. I'm sorry. Oh well, I'll keep trying till I hear the answer. I'm gonna let you go now, Jack. Take care.
Raiden, the enemy sentry is regaining consciousness. Be careful, Jack. Find somewhere to hide until the elevator arrives. You must stay out of sight. So, da sind wir wieder. Der Dude hat ein paar Sachen verpasst. Erstmal, die Wächter sind wieder wach und haben mich entdeckt, weil ich dumm Wir stand. konnten jetzt so schnell wieder aufstehen. Ich habe keine Ahnung, aber ich bin gleich richtig im Arsch. Oder? Haben sie mich gesehen oder haben sie mich nicht gesehen? Also du gerade bist du noch im Kauschen. Solltest du also aufpassen. Ja, ich pass auf. Also zumindest uns wurde ein neuer Charakter vorgestellt, und zwar Willst du Rose. da rüberspringen? Warte. Das war Rose, da werde ich gleich mal anrufen. Wer ist denn Rose? Anscheinend die Freundin von Raiden. Sie nennt ihn jedenfalls immer Jack. What's up, Jack? Und bei ihr kann man speichern. Achso, wo ist jetzt Speicher, ne? Warum nicht? Jetzt sind wir nämlich in-game. Jetzt geht es los hier. Jetzt können wir richtig spielen. Jetzt sind die Wachen wieder am Start. So. So, looks like you remembered I'm still here after all. Huh? Oh Gott, Thought Frauen. you'd completely Mach weg. forgotten that I existed. Of course not. What's wrong with you? It's just you haven't saved in a while. That doesn't mean I forgot. Is that so? And didn't you think I'd be worried? But, I was really worried. You're okay, right? yeah. Reden die da jetzt von dem Datum? Das Das kann echt sein, ja. ist irgendwie lustig. Oh ja, das würde nur zum Metal Gear Solid passen. Kommst du da so rüber? Mit der Aktionstaste? Oh Gott, oh Gott. Die wollen meinen Arsch. Ich komme überhaupt nicht rüber. Ich weiß auch gar nicht wie. Ja, mit der Aktionstaste kannst du über manche Sachen rüberklettern. Ja, mit Dreieck kann ich doch rüberklettern, oder? Ja. Okay. Stay sharp, bitches. Bitches, bitches. Bitches be swaggy. Bitches be swaggy. Alter. Wow. Haben die einen Gehör? Das ist nicht Gehör. Das ist wirklich nicht gut. Fuck off, bitches. Jack hat Tricks. Mit der gleichen Wirkung wie bei... Da, Rinder. Wie ist denn damit? Ach nee, ist Clearing. Ist gerade nicht so gut. Da würden die wahrscheinlich hingucken. Ja, und hier nicht so. Und versucht kriegen hinterher. Na, das hätte ich für sehr unwahrscheinlich. Die haben dich dadurch gesehen, oder? Und wenn schon, was soll sie machen? Konnten wir mich da nicht sehen? Weiß ich nicht, das wäre aber... Das wäre jetzt genau die Ecke eigentlich. Clear. Ja, die kriegen es auch trotzdem nicht gebacken. Obwohl, wir werden mal sehen, ob da irgendwer gleich einen Gang kriegt. Wenn ja, habe ich ganz schön ein Problem. Also er guckt zumindest rein. Clear. Ah, alles klar. Die sind ja richtig gründlich. Nicht schlecht. Aber es ist nicht umsonst Clearing. Also zumindest ziemlich nett, dass das wegen dem Datum, wann wir das letzte Mal gespeichert haben, die Alte rumgebitscht hat. Schon irgendwie lustig, hast du recht. Aber sowas von passend zu diesem Spiel. Aber von Gott fällt mir ein, dass wir eigentlich quasi genauso sind wie das Spiel. Wir machen uns auch immer wieder bewusst, dass wir LPs sind, dass uns keiner mag. Ja. Warum sitzt du eigentlich auf dem Hocker und nicht auf dem richtigen Stuhl? Ist bequemer vom Sitz her. Na denn. Sitzt bloß irgendwie einen halben Meter tiefer. Alter, ich fahr runter auf dein Level. Geht nicht, ich bin ganz schmackig. Level down. Naja, wenn es nicht geht, geht's nicht. Aber es ist ziemlich cool. Also die haben sich noch mal ein paar Sachen einfallen lassen, das mit dem Radar und mit den Gegnerwaffen. Die Sachen, die man sich vorher schon mal gefragt hat. Ja, waren wir kreativ. Wow, sowieso. Aber Nettes Spiel. ich glaube, so eine Probleme gibt es in manchen Spielen. Nur nicht alle Spiele klären sowas auch. Warum doch, wenn mal die Waffen da einfach nur verschwinden oder nicht benutzen Boah, kannst. nee, oder? Ist der somebody there? Vielleicht solltest du nicht rennen, sondern gehen. Bye bye, bitch. Ich habe bloß noch keine Ahnung, wie ich an dem vorbeikomme.
Wahrscheinlich jetzt. Und dann, wenn er da musste gehen. Na, das Problem ist, glaube ich, nicht, dass er mich gehört hat, sondern dass er mich wirklich gesehen hat, als er da so lang geguckt Nee, hat. du warst da ganz hinten in der Ecke. Da konnte er dich noch nicht Naja, er hat genau in die Richtung geguckt. Ich habe gerade sein Sichtradius gesehen. Er hat leider genau dahin geguckt, wo ich vorhin war. Also hingeguckt, ja, aber an sich hat er nicht genug Reichweite gehabt. Na, vielleicht nimmt es da nicht so mehr so streng mit der Reichweite. Weiß ich nicht. Die Leute werden schon aufklären. The terrorists call themselves Sons of Liberty. Sons of Liberty? The name of their leader is Solid Snake. The hero of Shadow Moses? So that's why you changed my code name. Right, but he can't be the Solid Snake. He died 2 years ago on that tanker after he blew it sky high. Could he have survived? Not a chance. Colonel, I'm on the roof. There are no sentries, but it would only take one to spot me in this light. You never had daylight VR training after all. Stay extra sharp until you can find a node to log in from. What about the commandos? SEAL Team 10 has landed on struts B and C. And the president? Seems he was spotted on strut B. Strut B? The big shell is comprised of shells 1 and 2. Each unit consists of a central core and 6 struts surrounding it. So the whole thing is shaped like 2 hexagons connected end on end. Exactly. And you're on Ey, the doch roof of gerade zum strut Bossfight A, ein. shell 1 at the moment. First, get to a node. Log into the network. Got it. Schon eigentlich ziemlich geiles Setting auf so einer Ölbauplattform. Ui. Machen wir weiter. Ein Netsch. Guck dir meinen Cock an. Falls du mal wieder Lust hast zu bluten. Naja, Lust. Vögel. Ich wette, das könnte auch ein Problem werden, die ollen Vögel. Toll, M9 Munition. Der Vogel scheiße ausgerutscht. So für 10 Probleme. Ah. Fuck auf Bird. Bitch, gedrückt. Okay, schade. Ich dachte, ich kann einen aus der Luft poken. Ja, Muss ich irgendwie fand ich klettern? bei Halo zum Beispiel so lustig mit diesen mit den Sträußen, die da rumgerannt sind. Du konntest die nicht erschießen, aber wenn du den eine geditscht hast, sind die sofort tot gewesen. Geditscht mit der... Ja, mit der Waffe hast du Ach in so. Ruhe gezogen. Ich muss gerade an die Hühnchen aus Zelda denken. Ich dachte, die bringen ihn dann um. Nee, Halo habe ich ja nicht. Ich hab's nicht ausprobiert, die Sträuße zu töten. Bin mir nicht mehr sicher, ob ich die Map jemals gespielt habe. Ich habe keine Ahnung, wo es lang geht gerade. Scheint alles zu Da sein. rechts. Rechts? Oben rechts. Kommst du da durch die Tür oder so? Genau. Klack, klack. Warte, das schon mal ansetzen. Die andere Tür ist hier. Ja, genau. Bist du da durch? Nee, Klack. ist er nicht. Was haben wir noch zur Auswahl? Also, springen klappt nicht so gut, habe ich gerade ausprobiert. Ja, was haben wir noch? Komm. Nicht irgendwie. Warte. Kann ja nicht sein. Kommst du vielleicht da auf die Dinger hoch und dann kletterst du da rüber? Also nicht, indem ich davor stehe und Dreieck drücke zumindest. Oder komm. Ah, das ist der doofe Controller, der bei dem Dreieck ein bisschen hängt. Nein, kann man nicht machen. Die Chips werden. Na, da muss ich mal bücken und schauen. Vielleicht kannst du dich da in der Mitte runter. Da komme ich ja her. Yep. Alter, hat der Tricks, guck dir den Scheiß nochmal an. Kommt mit dem Salto wieder raus. Da war man neidisch auf seine blonde Mähne. Alter. Die Jump-Mechanics sind ein bisschen doof. Guck mal hier. Pass auf, nochmal. Ich mach's nochmal. Hoch. Geh hochriden. Stell dich richtig an. Genau. Okay, ich habe die Chips wieder reingepackt. Und hier. Jetzt. Jump. Boom. Ich habe Springen gedrückt. Das ist es. Ich dachte irgendwie, dass ich vielleicht aufs Dach springen kann oder so. Ist hier irgendwas? Vielleicht mit der Rolle, so X und so.
Also dann nach von so einer Kiste aus rüber Das heißt, ich jump. Wie die Vögel einfach hinschalten. Das ist gemein. Ey. Vögel haben sie hier sehr realistisch gestaltet. Also das hat schon mal... Da würde ich vielleicht sogar raufkommen, wenn ich es recht überlege. Mal gucken, ob die das wirklich so machen wollen. Oh, Na, es voll wirkt ein Hammer. bisschen abstrus. Mach nochmal. Oh. Gar nicht so einfach, weil das Spiel natürlich kein Jump Run ist. Ja.